Schönen guten Morgen. Ja, hallo, hallo. Sollen wir das Interview so machen? Ich glaube, da hören wir dich nicht. Ach so. David Garrett, Dankeschön. Das ist aber herrlich. Ja, So Musik. begrüßt du die Menschen in der Früh. Ja, so wache ich morgens auf. Ne? Die Geige liegt neben dem Bett und zack. Spielst schon eine Runde. So schnell geht's. So müsst ihr euch das alles vorstellen. Ja, wir machen das hier völlig naturgetreu. Ich freue mich sehr, Schöne dass Akustik immer du drauf. da bist. Guten Morgen. Morgen. Noch etwas müde, du bist spät angereist. Na, geht schon. Also Ja? wir hatten leider ein bisschen Verspätung gestern, aber für euch, komm, da reiße ich hey immer du. alles raus. Darauf komme ich zurück. Ich freue mich sehr. David Garrett, auch ein Star bei der Starnacht heute Abend, bei der großen Generalprobe und dann morgen Abend bei der großen Show. Eine schöne Sache, den Wörthersee, die Starnacht. Gab es das für dich schon mal oder ist das deine Premiere hier? Das ist meine Premiere, aber ich bin super gern in der Gegend. Ja. Ist ja auch wirklich ein traumhafter Ort und dementsprechend wird es natürlich auch eine tolle Kulisse sein zum Spielen, das muss man sagen. Ganz sicher. Lieber, ich freue mich, dass du auch ein neues Album hast. Ich muss einmal dazu sagen, Habe ich gerade was rausgespielt? höre ich da gerne noch einmal rein. Wir haben auch Ausschnitte. Aber ich muss einmal, es ist ja unglaublich, wenn man so erfolgreich ist wie du. Ich meine, du hast fünfmal den Echo Classic gewonnen, 25 goldene Schallplatten, 17 Viermal Platin. den Echo Pop noch oben drauf. Sag mal, hast du da noch den Das findest du lustig. Nein, weil es sind insgesamt 9. Also ich will jetzt nicht arrogant rüberkommen. Überhaupt oder, nicht. Das war ja alles viel Arbeit. Ne? Also deswegen fand ich das schon unglaublich, überhaupt mit diesem Instrument das hinzubekommen. Das ist irre. Irre. Ich bewundere das auch zutiefst. Ich frage dich nur, das heißt, da gibt es immer noch den Ehrgeiz, das zu toppen? Oder kannst du dich eigentlich auch schon ein bisschen zurücklehnen und sagen, ach komm. Das Einzige, wo der Ehrgeiz geweckt ist, dass man schöne Projekte hat. Ja. Dass man etwas Kreatives jedes Mal schafft. Wir haben ja jetzt für das nächste Album mit der Deutschen Grammophon wieder Klassik aufgenommen. Da habe ich gerade einen kleinen Auszug von gespielt, das Estrellita. Und ich glaube, das Schöne als Künstler ist, dass man nicht dem Erfolg in dem Sinne hinterherläuft, sondern einfach der Kreativität. Ja. Und das ist der Anspruch. Du, und die Klassik und Pop, dieses Crossover, du wirst ja auch der Geigenrebell genannt, was ich ja ganz lustig finde. Ja, dafür, dass ich Brahms und Beethoven und all die Sachen Eben, oder? aufgenommen habe. Bisschen komische eigentlich, ja? Es ist eigentlich totaler Schwachsinn, muss ich ja fairerweise sagen. Ey, Ja. ich habe so traditionell Eben, studiert, Juilliard ja. School mit einem Double Major abgeschlossen, mit Itzhak Perlman gearbeitet, mit Eschenbach gespielt, Meta, Ja. Ricardo Chailly. Also Aber wenn das warum? rebellisch ist, dann weiß ich Aber nicht. warum bleibt das übrig? Das ist ja durch diese Crossover-Projekte, die du einfach Ey, machst, oder? man natürlich gern Leuten in Ja. Schubladen steckt. Ja. Es ist halt einfach so. Okay. Ich akzeptiere es, aber ich finde es schön, wenn man es dann ein bisschen wieder auch in dem Interview klar formuliert, dass es natürlich Spaß macht, Crossover zu machen. Das ist etwas, was mir natürlich sehr am Herzen liegt. Aber so eine Sache zum Beispiel damit Itzhak Perlman was aufzunehmen jetzt für die Deutsche Grammophon, war auch Andrea Bocelli mit dabei, Till Brönner, also das macht viel Spaß. Toll. Mit Bocelli, das sehen wir jetzt, Mhm. bist du auch unterwegs, du gehst ja auch auf Tour. Ich gehe natürlich auf Tour Wien, Stadthalle. Na bitte. 24. August, schaut vorbei, Sehen wir wird uns. eine richtig tolle Show. Meine Band haben halt 3 Jahre lang nicht in Wien gespielt. Echt? Also müsst ihr Wien, vorbeikommen. die Stadt der Vor allem klassischen Musik. Absolut, Mozart, Beethoven. Also Alle, da kann- alle waren sie da. Alle waren sie da Alle und jetzt waren komme ich sie auch da. noch mal vorbei. Coole Insofern- Sache. Sehr nett. Das heißt, du bist froh, ich habe heute schon auch gesprochen mit Musikmanagern. Heute haben wir einige hier auch. Ihr habt es ja auch nicht leicht, gell, im Moment. Jeder nimmt jetzt auch so ein Stück vom Kuchen. Wir schauen irgendwie, jeder schaut jetzt auch, was geht, spielt Konzerte. Ich finde das jetzt die geilste Ja, geilste gute Zeit Zeit. überhaupt, weil ich bin voller Vorfreude. Das erste Konzert ist jetzt in einer Woche in Regensburg. Ja. Und weißt du, das ist ja mein Leben. Also so schön es ist, zu Hause für sich zu spielen, genieße ich natürlich auch. Aber dieses Ambiente im Publikum zu haben, die Stücke auch auszuprobieren, wie sind die Reaktionen? Sind sie so, wie du sie dir vorgestellt hast? Also jetzt wird es richtig spannend. Bin auch Toll. sehr euphorisch. Schön. Gibt es so Tage, wo du das Ding nicht anrührst und sagst, na, heute freut es mich nicht? Nein, Nö? ne, das ist wirklich wie ein ganz enger Freund und dann redet man ja doch immer gerne mit. Herrlich, schön. Spielst noch ein bisschen was, das klingt so schön. Ja, klar. Darf ich dich Was dann wollt ihr noch denn mal hören? bitten? Haben wir Ja, irgendwelche sag mir. Wünsche? Haben wir Wünsche? Gibt's Wünsche? Ich nehme alles von dir gefällt Sollen mir wir alles. was Klassisches machen hier? Mach ein kleines Vom Crossover. Geigenrebell. Krieg was Klassisches erstmal. Wirklich? Fritz Kreisler. Wow. Natürlich österreichischer Geiger.
Warte, jetzt habe ich keine Hand frei. Ich applaudiere dir. Danke. David Garrett. Schön, dass du heute da bist. Mehr von gerne, ihm Eva. gibt's bei der Starnacht. Morgen Abend dann in ORF 2, aber heute auch noch bei Guten Morgen Österreich. Ich danke dir für diesen Besuch, für deine wunderbare Musik. Und am 24. in Wien beim Konzert sehen wir uns. Und jetzt gehen wir essen. Es gibt Fisch, das magst du auch, oder? Um die Uhrzeit? Nö, später dann. Später gerne. Aber wir müssen es ja irgendwann zubereiten. Das stimmt. Ja, das mache ich jetzt. Okay, sehr gut. Viel Bitte Spaß. für Sie.